Moin und herzlich willkommen bei MDM Herd. Neben klassischer Pasta gönne ich mir am liebsten einen richtig leckeren selbstgemachten Burger. Die Geschichte des Burgers ist zwar etwas schwammig, aber die Version von Burgerhistoriker George Motz gefällt mir ganz gut. Im 13. Jahrhundert platzierten die Mongolen und Tatarenvölker rohes Hammelfleisch unter ihren Sattel, um es während des Reitens weich zu bekommen. Das rohe Hammelfleisch kam dann irgendwie über die Ostsee zum heutigen Deutschland. Dort wurde es zu rohem Hackfleisch und gekocht oder gebraten im 17. Jahrhundert als Frikadelle oder in Hamburg als Hamburger Beefsteak serviert. In den USA tauchte der Begriff Hamburg Steak bereits Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Als deutsche Auswanderer aus Hamburg dann Ende des 19. Jahrhunderts in New York eintrafen, stellten sie fest, dass bereits eingewanderte Deutsche Hamburger Beefsteaks als Hamburg Steaks verkauften. Um die Jahrhundertwende herum war das Hamburg Steak so beliebt, dass es auf Jahrmärkten und Messen serviert wurde. Essen und Getränke wurden damals immer mehr zum Mitnehmen angeboten. Also kamen clevere Standbetreiber auf die Idee, auch das Hamburg Steak zwischen zwei Brötchen zu verkaufen. Das Lokal Louis Lunch in New Haven, Connecticut dokumentierte den ersten Verkauf eines Burgers im Jahr 1900. Dort steht heute noch immer der historische Burger auf der Speisekarte, den wir heute nachkochen werden, das Louis Lunch Hamburger Sandwich. Und los geht's! Wir brauchen dafür Toast, eine Gemüsezwiebel und eine Fleischtomate. Für einen Käseaufstrich brauchen wir Cheddar, Butter, Mehl und Milch. Für das Patty nehmen wir 5 Schnitte aus den Rindfleischteilstücken Short Ribs, Rib, Neck and Chuck, Brisket und Sirloin. Dann noch einen Wendebreter für die Patties, einen Topf für den Käseaufstrich, eine Reibe für den Cheddar, eine Kochkelle oder einen Kochlöffel zum Rühren, ein Messer für das Fleisch und ein Messer für das Gemüse. Für das Fleisch am besten ein separates Schneidebrett verwenden, auf dem wir es für den Fleischwolf in passende Stücke schneiden. Aus den eben genannten US-amerikanischen Teilstücken habe ich mich für die folgenden Schnitte entschieden. Aus dem Sirloin ein Hüftsteak, das Brisket und die Short Ribs sind gleichzeitig auch die Schnitte, aus dem Neck and Chuck ein Nackensteak und aus dem Rib ein Ribeye Steak. Von jedem Stück nehmen wir in etwa gleich viel. Der Rest wird eingepackt, beschriftet und weggefroren. Welche Schnitte vom Rind Jeff Lassen, der Besitzer von Louis Lunch in der 4. Generation, verwendet, wird wohl immer sein Geheimnis bleiben. Beim Wolfen des Rindfleisches nehmen wir bei diesem Burger einen Aufsatz für grobes Hackfleisch. Der offensichtliche Vorteil, sein Hackfleisch selbst zu wolfen: wir wissen, was drin ist und können zum Beispiel den Fettanteil durch die Auswahl der Fleischschnitte besser kontrollieren. Ein am Ende saftiger und schmackhafter Burger Patty sollte mindestens einen Fettanteil von 20% haben. Und wie ihr bestimmt schon wisst, ist Fett gleich Geschmack. Das Hackfleisch nur leicht durchmischen und 2 etwas größere Kugeln formen. Ich wiege meine Patties gerne ab, damit sich später niemand über ein größeres oder kleineres Burger Patty beschweren kann. Diese Patties werden vergleichsweise groß und etwa 8 Ounces oder 230 Gramm schwer. Beim Formen der Kugel und später auch für die Patties für diesen Burger nur leichten Druck ausüben. Dadurch entstehen mehr Unebenheiten auf der Oberfläche, die den Cheddar-Käseaufstrich nachher wunderbar aufnehmen können. Auch die Textur wird später beim Reinbeißen in das Patty etwas interessanter, da der Kontrast zwischen der festeren Oberfläche und dem weichen Patty-Inneren höher ist. In den nächsten Schritten kochen wir den Käseaufstrich, schneiden die Gemüsezwiebel und die Fleischtomate, formen und würzen die Patties, grillen die Patties und bauen unseren Burger zusammen. Für den Käseaufstrich die Zutaten und die Reibe bereitstellen und den kleinen Topf aufsetzen. Etwa 150 Gramm Cheddar grob reiben und den Herd auf mittlere bis niedrige Stufe stellen.
30 Gramm Butter hinzufügen und kurz etwas warten, bis sie flüssig ist. Dann in etwa die gleiche Menge Mehl dazugeben und eine Minute einrühren, bis sich hellere Bläschen auf der Oberfläche bilden. Von 200 Milliliter Milch etwa die Hälfte dazukippen und rühren. Sobald die Konsistenz dickflüssiger wird, den Rest Milch dazukippen. Wieder rühren, bis die Konsistenz dickflüssiger wird und den geriebenen Cheddar nach und nach dazugeben und einrühren. Einfach so lange rühren, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Denkt daran, dass wir keine Käsesoße machen, sondern einen Aufstrich. Das heißt, dass die Konsistenz ruhig etwas dickflüssiger sein darf. Weiter geht's mit der Gemüsezwiebel und der Fleischtomate. Die Zwiebel halbieren und 1 bis 2 Schichten der Schale entfernen. Wie bei Louis' Lunch schneiden wir schräge Zwiebelscheiben. Die Fleischtomate auf die Seite legen und in Scheiben schneiden, von denen wir uns später die beiden schönsten für den Burger heraussuchen. Da wir den Burger grillen, drehen wir die Gasflasche auf und heizen den Grill schon mal ordentlich vor. Bei Louis' Lunch benutzen sie aufrechte, beidseitig heizende Öfen von 1898. Wir versuchen das Ganze mit dem Wendebräter und dem Gasgrill nachzubauen. Kommen wir zu den Patties. Aus den Fleischkugeln formen wir unsere Patties, die mit 230 Gramm eine ordentliche Größe haben werden. Die handgemachten Patties formen, indem wir möglichst sanften Druck ausüben und mit dem Daumen den Rand kontrollieren. Die Größe der Patties sollte nach dem Grillen oder Braten immer zu der Größe der Buns und in diesem Fall der Sandwich-Toastscheiben passen. Achtet einfach darauf, die Patties ruhig etwas größer zu formen, da diese beim Grillen oder Braten etwas kleiner werden. Diese dicken Patties können ruhig auf beiden Seiten etwas mehr Salz vertragen. Nach der letzten Serie wurde ich oft gefragt, welches Salz ich nehme. Im Alltag und bisher in den Videos nehme ich eine 50-50 Mischung aus mittelgrobem Steinsalz und feinem Jodsalz, da ich sehr gerne mit der mittelgroben Steinsalzkörnung arbeite, aber auch etwas auf meinen Jodhaushalt achten möchte. Auf dem Esstisch steht meistens eine kleine Schale mit grobem Meersalz. Als nächstes auf jedes Patty eine mit der speziellen Louis' Lunch Technik schräg geschnittene Zwiebelscheibe legen und den Wendebräter schließen und sichern. So muss praktischerweise die Zwiebel nicht separat gegrillt werden. Jetzt noch die Toastscheiben nicht vergessen und dann geht's auf zum Grill. Der Grill ist jetzt so hoch es geht vorgeheizt. Da jeder Grill ein bisschen anders ist, wird die Dauer des Grillvorgangs irgendwo zwischen 3 bis 5 Minuten pro Seite und bei geschlossenem Deckel liegen, um den Burger, wie bei Louis' Lunch, Medium Rare bis Medium zu grillen. Da ich keinen Toaster aus den 20er Jahren besitze, toasten wir die Toasts einfach auf dem Grill. Ich mag meine Toasts nicht zu sehr durchgetoastet, sondern so, dass die Scheiben auf der Oberfläche nur ganz leicht Farbe haben und innen noch etwas weicher sind. Der Burger lässt sich so später auch besser halten. Bauen wir den Burger nun zusammen. Als erstes die unteren Toastscheiben mit einer ordentlichen Schicht Cheddar-Käseaufstrich bestreichen. Ihr könnt den Käseaufstrich im Topf bis hierhin ruhig bei ganz niedriger Herdstufe warm halten. Der Käse wird trotzdem von der Konsistenz her etwas anziehen, sodass er sich gut verstreichen lässt und nicht zu sehr verläuft. Den Wendebräter mit dem Touchon oder einem Topflappen aufklappen und die gegrillten Patties mit der Zwiebelseite nach oben auf den Käse legen, gefolgt von den sorgfältig ausgesuchten Tomatenscheiben. Als nächstes kommt ein oft unterschätzter Schritt, der auch bei Louis' Lunch nicht vergessen wird: die Tomaten mit Salz und Pfeffer würzen. Abschließend den Toastdeckel draufsetzen und wie bei Louis' Lunch auch, schneiden wir die Burger jeweils in der Mitte durch. Die wohl wichtigste Regel bei Louis' Lunch ist: keine Soßen. Wer nach einer Soße oder einem Brioche-Bun fragt, wird höflich gebeten, das Lokal zu verlassen. Der Fleischgeschmack soll bei diesem Burger im Mittelpunkt stehen und das soll nicht durch Soßen wie Ketchup oder Mayonnaise überdeckt werden. Da ich diesen Burger heute zu Hause das erste Mal selber mache, bin ich gespannt, wie er schmeckt. Die Burger noch auf 2 Teller anrichten und für das Foto zurechtlegen. Und dann haben wir's: das Louis' Lunch Hamburger Sandwich. Oder in diesem Fall das Louis' Lunch Cheeseburger Sandwich. Für alle Fleischliebhaberinnen und Fleischliebhaber kann ich diesen Burger absolut empfehlen, denn das Fleisch ist auch das erste, was man schmeckt. Dieser Burger braucht wirklich keine Soße, da das Fleisch in Verbindung mit dem Cheddar-Käseaufstrich saftig und schmackhaft genug sind. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal, um mich dabei zu unterstützen, weitere Videos zu machen, und aktiviere die Glocke, damit du meine kommenden Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal und frohes Kochen!